einer schnellen Runde hat mich da hinten so ein Coverfahrer aufgehalten. Letztes Jahr Italien mit Lukas Litt zusammen. Dann sind wir so auf das Thema gekommen, was ich jetzt dann eigentlich mache und was ich nicht eigentlich machen könnte. Und so haben wir so ein bisschen überlegt und sind eigentlich beide so auf das Thema gekommen, hey, eigentlich wäre es doch geil, wenn ich auch eine richtige Rennklasse zusammen fahre. Heute war ich erstaunlich entspannt, muss ich sagen. Das Training war wirklich relativ angenehm. Es hat sich nicht groß anders für mich angefühlt wie ein normales Training, wie ein normales Versichertraining. Die Strecke hier ist sehr wellig und das macht uns quasi nicht einfach. Mal schauen, wie viel los ist auf der Strecke, aber es wird schon. Das war jetzt quasi eine Einstellungsfahrt sozusagen. Die geht mir übelst im ersten Gang hoch. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache, aber... Start habe ich noch Probleme. Also ich bin erster Gang, Vollgas. Ich weiß nicht, ob ich die Kupplung irgendwie so richtig schnell rauskommen lassen soll. Auf jeden Fall ist er noch gut in Wheelie gegangen. Vielleicht war es meine Schuld, ich bin nicht ganz sicher. Aber das muss man noch mal besprechen jetzt. Hier schaltest du die Mods. Ja. Du hattest den Mod 2, ne? Ja. Genau. Wir haben noch Anpassungen machen müssen bei der Ergonomie. Schau mal die Geometrie an. Und ich kann nicht mehr höher machen, weil wenn ich dann noch höher gehe, ich bin so groß, weißt du? Ich habe hier ein extremes Hohlkreuz. Ich muss immer hier Kraft aufwenden, um quasi immer noch hoch zu schauen. Geometriemäßig ist das scheiße. Also das mit der Wheelie Control merke ich auf jeden Fall extrem, dass sie viel mehr unten bleibt. Schnell. Bremsen. Bremse los, Gas. Ja, das hast du so einfach in der Kurve. Das ist eklig. Da verschenkst du Rundenzeit. Wir sollten Q1 jetzt pushen, weil morgen früh haben wir kältere Asphalttemperatur. Jetzt können wir SC0 fahren, haben mehr Grip. Also morgen früh Q2 können wir eigentlich vergessen, das können wir als Training nehmen. Und wir sammeln jetzt quasi in den Trainings und in Qualidaten, damit wir im Rennen richtig angreifen können. Bevor es überhaupt losging zum Qualifying, hatte ich ja da noch mein kleines Malheur mit dem zu heißen Kühlwasser und ich dachte mir erstmal, oh no, jetzt ist erstmal Qualifying gestorben und ich muss mich auf morgen konzentrieren. Ich habe es schon komplett abgeschrieben. Ich bin selber noch ein bisschen von mir enttäuscht gewesen, dass ich eigentlich nicht mit dem SC1 und SC0 dann eigentlich noch mal ein bisschen mehr Rundenzeiten eigentlich geschuppt habe. In einer schnellen Runde hat mich da hinten so ein Coverfahrer aufgehalten. Abgebremst, aufgestellt und ja, dann war die Runde schon wieder hin. Wir schrauben jetzt Räder um, vorne SC1, hinten SC0 und werden vorne einen Ticken härter von den Federn gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt komisch kommt, aber irgendwie war es schon ein komischer oder ein cooler und ein komischer Moment zugleich, wenn du hier aus der Boxengasse irgendwie rausfährst und da steht irgendwie ein Videograf, ein Kameramann, ein Blitzlicht und hier stehen noch Leute und du fährst dann raus. Das macht schon irgendwie was mit einem. Mein Ziel ist es schon noch, die 43 zu knacken.
waren auf der Start und Ziel und irgendjemand, ich weiß immer nicht wer eigentlich, eine BMW, wollte mich rechts überholen und habe es aber sehr spät eigentlich erst gesehen und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ich auch relativ spät bremse. Aber ja, letztendlich ist er dann weit gegangen und ich habe die Kurve noch bekommen. War aber irgendwie so das erste Mal wieder so ein Moment, wo ich dann irgendwie so wieder gemerkt habe, okay krass, so läuft er dann eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit im Rennen. Quali 2. Wir haben den Dämpfer hinten 1 mm kürzer gemacht, dass wir ein bisschen mehr Traktion aufs Hinterrad bekommen und dadurch quasi besser aus den Ecken raus beschleunigen können. Mann, du warst auf Aktion bei dem Bock hier. Nochmal die Willi-Kontrolle angepasst für die Startkontrolle. Da hat er noch leichte Probleme im ersten Gang. Das Gemisch haben wir nochmal angepasst, leicht korrigiert und im mittleren Drehzahlbereich etwas fetter gemacht, was eben die Gasannahme etwas weicher macht. Nicht so geil wie gedacht. Neue Reifen, aber ja, ich glaube, ich habe mich nicht wirklich verbessert. Und ja, dann geht's auch wirklich an die Sache. Das erste Rennen, ich glaube, da wird es mir noch mal auf jeden Fall anders gehen. War jetzt irgendwie nie mein größter Gedanke, jetzt unbedingt schneller zu fahren. Das kam irgendwie so ein bisschen, ja, hat sich das alles so ein bisschen mit sich gebracht. Bin ja viel fokussiert immer mit Kameras und will immer ein cooles Video drehen. Und natürlich ist das geil mit den Zeiten, aber irgendwie ist bei mir immer noch so dieses große Ganze im Vordergrund, dass ich einfach coole Videos produziere und vielleicht noch dem einen oder anderen was mitgeben kann. Ich will damit auch vielleicht irgendwie zeigen, dass es doch auch überhaupt machbar ist, so als Quereinsteiger, sage ich jetzt mal, auch in so einer Rennserie irgendwo Erfolg hat und vielleicht auch irgendwie Leistung zeigen kann. Ich merke das schon, dass da immer schon eine sehr große Skepsis dem ganzen Thema YouTuber übergeordnet ist. Von daher ja, will ich irgendwie auch zeigen, dass es vielleicht auch anders geht und dass man YouTuber sein kann und vielleicht trotzdem auch ganz zügig unterwegs sein kann. Beim Leben, ich habe schon mal ein Rennen gemacht, aber jetzt geht es doch um ein bisschen mehr. Ich kann es schwer einschätzen gerade. Ich kann schwer auch über das Rennen reden, weil ich überhaupt nicht weiß, ob da jetzt ob es noch viel ändern wird. Werde ich einfach letztendlich keinen vor mir haben. Überholen mich viele gleich am Anfang. Ich kann es schwer einschätzen. Ich hatte wieder Probleme mit der Launch Control. Erstmal wieder einen schönen Hochstarter gemacht, schönen Wheelie. Und bin dann durchgefahren und erstmal wieder, nicht so geiles Gefühl. Aber es war ein krasser Moment natürlich, da hier Lausitzring in die erste links einzubiegen und dann quasi mit den ganzen Motoren alles laut, alles ballert und so. Race Start, ja, Launch Control rein, Vollgas, losgefahren, hat super geil funktioniert. Ach, da war ich irgendwie schon. Das war schon die halbe Miete, irgendwie, dass ich da gut losgekommen bin. Es ist wirklich, mir ging es da ein bisschen anders auf jeden Fall, als ich die da liegen sehen habe. Kein schönes Gefühl, gerade in der ersten Runde. Meine Fireblade lief wie die Hölle, muss man einfach so sagen. Kam auch sehr viel auf mich zu und haben gesagt, es ist einfach krass, was du an Metern machst, wenn du den Hahn aufreißt. Und habe gleich mal bei meinem ersten Rennen richtig abgeräumt und bin mit dem Ergebnis eigentlich mega zufrieden. Respekt. Wirklich geile Performance.
Habe auch Gott sei Dank gemerkt, dass die anderen auch in den letzten Runden ein bisschen geschwächelt haben. Also ich bin ja immer so der, so nach der 10., 11. Runde fällt es dann schon ab von der Kondition. Aber die anderen auch, deswegen habe ich nochmal eingeschnappt. Mega Leistung. Kam fast schon ein bisschen unerwartet. Letzter Step mit dem Tauschen nochmal von der Feder vorne, in der Gabel, hat, glaube ich, den entscheidenden Schlag gegeben. Du bremst da viel härter. Ja. Also wie gesagt, du bist rot. Du bremst da viel härter. Krass, oder? Hast aber weniger Topspeed. Nicht so schlechter rauskommt. Wir haben uns kurzfristig entschieden, statt einem SC0 einen SC1 zu fahren, weil die Asphalttemperatur bzw. die Autotemperatur heute wesentlich kälter ist. Das bringt natürlich, jetzt Race 1 war natürlich schon ein bisschen so ein Confidence Boost. Aber ich werde trotzdem aufgeregt sein. Das geht trotzdem nicht weg. Wir müssen das Tor wegen dem Livestream offen lassen. Und ihr habt ein bisschen Bedenken, dass die vordere Felge dadurch zu sehr auskühlt. Und das gefällt mir nicht. Gleich vorne in schnellen Zoomen und dranbleiben. Das ist schon viel wert. Launch Control ging wieder nicht. Wieso kann das nicht die ganze Zeit aktiv sein? Das ist mir wieder irgendwie rausgerutscht. Und dann wurde es richtig hektisch. Dann dachte ich, fuck, ich kann es noch mal schnell wieder reinmachen. Ging nicht. Und dann war ich da, fuck, Normalstart. Also, Todesstressig. Crash. Ich dachte mir, oh no, sehe da schon eine Honda rutschen. Boah, aber in der ersten Runde, Alter, was da los war, ne? Innerhalb von Sekunden ist so viel passiert und du musst so viel schnelle Entscheidungen treffen. Ich musste nach vorne gucken, ich musste mich konzentrieren, ich musste schauen, dass das Rennen läuft und bin nach vorne gefeuert. Ich habe gemerkt, ich bin so ein bisschen in meine Komfortzone wieder gegangen und bin einfach meinen Stiefel gefahren. Was aber der Fehler war, weil natürlich warten hinter mir die Leute nur darauf, dass ich entweder einen Fehler mache oder einfach suchen den Punkt, wo sie irgendwie reinstecken können. Letztendlich hat es dann wieder bei meinem speziellen Punkt geklappt, wo ich einfach stark bin, und zwar auf der Bremse. P9, bin zufrieden. Top 10 zweimal erreicht, 16 Punkte mit nach Hause genommen. Top. Jetzt wird das Bike vorbereitet fürs nächste Rennen. Ölwechsel steht an, ein paar Kleinigkeiten, Vorderradbremse noch verändern. Summa summarum, Qualifying Platz 16, Rennen vorgefahren auf Platz 7 und dann am zweiten Tag von Platz 16 nochmal auf Platz 9. Ich kann mich nicht beschweren, es ist besser gelaufen, als ich gedachte, und ja, bin gespannt auf Oschersleben.